Ja, hallo, servus. Ähm, Wer meinen Kanal öfters schaut, der hat ja bemerkt, dass ich sehr viele Filme gemacht habe in letzter Zeit zum Thema Tod, Todessehnsucht mit Gedichten und dererlei. Auch einen Film Tod auf Rezept. Und jetzt habe ich mich entschlossen, noch einen Film zu machen mit dem Titel Freitod. Ähm, Worte wie Suizid oder gar Selbstmord sind mir entweder absolut unzutreffend oder auch zu verbraucht. Und Freitod ist ja etwas, was genau das ausdrückt, was ein Mensch dann tut, nämlich frei den Tod zu wählen. Allerdings wird ihm durch unsere Gesellschaft beziehungsweise vor allem durch unsere Gesetzgebung es eben immer noch sehr schwer gemacht und etwas zu wählen, das ihm die Möglichkeit gibt, dies sanft zu tun. Es gibt ja da unzählige Filme und Dokumentationen zu diesem Thema. Auch viele Menschen, die sagen, man tut also alles für Geburtshilfe. Da wird also alles ausgegeben, was nur möglich ist, aber für das Thema Sterben, Sterbehilfe, da sind wir immer noch sehr restriktiv. Ähm, mein Mittel der Wahl immer noch nach diesen vielen Jahren ist und bleibt eben das berühmte Pentobarbital, im englischsprachigen Ausland auch als Nembutal noch bezeichnet. Das allerdings hier für uns in Deutschland so gut wie nicht zu bekommen ist. Ich bin vor einigen Jahren, ich glaube es sind jetzt schon 5 Jahren, bin ich auf die Organisation Exit International von Dr. Nitschke in Australien aufmerksam geworden und bin dann dort auch Mitglied geworden. Ob ich es jetzt noch bin, weiß ich nicht so genau. Ich habe also keine erneute Rechnung bekommen, aber ich habe damals einen Mitgliedsbeitrag bezahlt und bekam dafür auch die Broschüre. Äh, Ich glaube, es heißt die sanfte Pille. Ähm, ja, ich schreibe es dann in die Videobeschreibung unten noch mit hinein oder geht es hier noch als Untertitel mit in den Film hinein. Ähm, Ich habe jetzt in diesem Film Freitod 2 Beiträge eingebaut. Das eine ist ein kurzer Bericht von einem Apotheker aus der Schweiz zum Thema Pentobarbital. Der ist auch auf YouTube ja zu finden, aber ich habe ihn jetzt trotzdem hier noch mit hineingenommen. Und dann ein Bericht eines australischen Fernsehsenders über, naja, im Speziellen auch über den Dr. Nitschke. Böse Menschen benennen ihn auch mit dem Namen Dr. Death. Er hat auch mit vielen Gerichtsverfahren etc. sich herumzuschlagen. Er ist ein Verfechter der Sterbehilfe und eben diese Broschüre, die sanfte Pille, glaube ich, heißt es, stammt also auch aus seinen Händen. Und dieser Beitrag, den habe ich mit automatischer Untertitelung von YouTube. Die ist zwar jetzt nicht in schönem Deutsch, aber doch eigentlich ganz gut verständlich und ich habe momentan nicht die Kraft, das selbst nochmal selbst zu untertiteln. Der Beitrag ist in englischer Sprache, was ja viele von euch sowieso sprechen, aber gut, die deutsche Untertitelung ist verständlich. Diese beiden Beiträge möchte ich hier in dieses Thema Freitod eben
einbauen, oder ich möchte nicht, ich tue es ja, habe es ja schon getan, um euch einfach Informationen nochmal zu dem Thema zu geben, für dieses eine Mal erst. Inwieweit ich da Ärger bekomme, weiß ich nicht, aber ich verbreite ja keine geheimen Neuigkeiten zu diesem Thema. Ja, das soll es dann als Vorrede gewesen sein, und ich verabschiede mich und wünsche dir noch einen guten Tag, und wie immer gebe dir ein Gott segne dich mit auf den Weg. Servus. Hier in Zürich gibt es den Tod auf Bestellung. Selbstmorde werden hier gründlich vorbereitet. Die Sterbehilfe, die in der Schweiz erlaubt ist, geschieht auch mit einem Schlafmittel, aber mit einem der alten Bauart, einem Barbiturat, das eigentlich als Medikament längst nicht mehr zugelassen ist. Pentobarbital wird heute eigentlich nur noch zum Einschläfern von Tieren verwendet. Man bekommt es deshalb in der Schweiz nur noch bei wenigen Apothekern. Hier bekommt das Wort vom Tod als Schlafesbruder einen ganz neuen Sinn. Es braucht eine gewisse Einstellung, ob man die Sterbehilfe unterstützen will oder nicht. Und wer eigentlich das macht, der kann das. Also im Prinzip ist es eigentlich frei erhältlich über den Chemikalienhandel. Die Substanz muss es dann einfach noch etwas umfüllen. Wenn ich jetzt so krank wäre und Schmerzen hätte, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen auf diese Weise. Ich finde, es ist ein Weg, aus der Welt zu gehen, und der eigentlich schön ist für den Patienten, schön ist auch für die Umgebung, wenn es richtig gemacht wird. In der Medizin hilft man jedem, auf die Welt zu kommen. Man hat alle Möglichkeiten. Aber ich bin der Überzeugung, heutzutage ist es so, dass man eigentlich eher der aus der Welt gehen will, eigentlich dem nicht hilft. Und das ist ein Weg zum Helfen, um den Abschied leichter zu gestalten. In der Schweiz ist die Sterbehilfe zwar erlaubt, aber den Zürichern wurde es unheimlich, dass so viele Sterbetouristen aus dem Ausland kamen, darunter Hunderte von Deutschen. Deshalb gibt es jetzt ein neues Sterbehaus im benachbarten Kanton Aargau, geführt von der Sterbehilfeorganisation Dignitas. Mit ihrer Hilfe können alle Menschen, die es wollen, ihrem Leben ein Ende bereiten. Mit einem Schlafmittel. Normalerweise wird das einfach in normales Leitungswasser aufgelöst und dann getrunken. Und wenn er diese Dosis trinkt, dann stirbt er, also in einer gewissen Zeit. Also das Einschlafen geht sehr, sehr rasch. Also das ist innerhalb von einer Minute, dann schläft der Patient. Und fällt dann vielleicht nach 10 Minuten in ein Koma. Und wir geben ja heute so hohe Dosen, dass es bei allen die Atemtätigkeiten abstellt nach einer gewissen Zeit. Das kann nach ein paar Minuten sein oder kann auch nach einer Stunde oder 2 Stunden sein. Aber ich kenne keinen einzigen Fall, einen Patienten, der die Dosis bekommen hat, der überlebt hat. It's promoted by the euthanasia movement as the peaceful pill, but the barbiturate Nembutal is illegal to import or possess in Australia. Despite that, a euthanasia advocate claims that over the past 2 years, hundreds of Australians have brought it into the country. Most have purchased it online from China, the country that now dominates the drug's black market. Sashka Koloff has our story and a warning her report does contain some disturbing material. On a recent Saturday afternoon in Sydney, euthanasia advocate Dr. Philip Nitschke held a workshop about the best way to end your life. Don't take any notice of a rumour you might hear that an overdose of sleeping tablets will lead to death. It won't. There are very few lethal drugs.
and the best lethal drug is Nembutal. Nembutal is the euthanasia drug of choice. It's a lethal barbiturate, and within an hour of drinking it, you'll die. I've been with a lot of people who have died using this drug. It just seemed to get into a deeper and deeper sleep and then finally stop breathing. And for those watching, they see this as the most peaceful of deaths. It certainly looks to be. For those here today wishing to choose when and how to end their life, Nembutal seems an attractive option. Oh, it's the Rolls-Royce way of going. It's 100% easy and it's 100% effective. So that is what people would dream of. You know, I don't want to do anything violent or painful, and this seems the perfect solution. But Nembutal is illegal to import or possess. Importing Nembutal could land you in jail or with a fine of up to $825,000. Be careful. It's a crime. Despite this, Philip Nitschke continues to promote where and how to buy the drug at workshops across the country. But the online version of the book gives the best details that we've got on the currently available sources. Philip Nitschke says hundreds of Australians have illegally brought Nembutal into the country over the past couple of years. The Australian Federal Police have told Lateline that since 2007 they've seized almost 15 kilograms of the drug, but so far no one has been convicted. Mexico used to dominate the market. Now most Nembutal is bought online from China. Increasingly, there are reports of internet scams. Lateline has spoken to several people who have lost hundreds of dollars trying to buy Nembutal online. Arriving in flat-packed envelopes, Chinese Nembutal comes in the form of a white powder, and Dr. Nitschke says people are worried about its quality. People obtain these packets of white powder in envelopes from China, and they're concerned in a way that I never saw the same concern with the South American product. They worry that maybe someone is selling them something which is contaminated or not pure, or maybe just cheating them completely and selling them caster sugar or something. To combat concerns, Dr. Nitschke has set up a mobile testing laboratory, and he says there's a long queue of people across Australia waiting to use it. From what we can see, there's nothing to suggest that those people that are spending money, usually in the order of a few $100s to acquire this drug from China, are getting anything other than exactly what they want, that is pure Nembutal. Today he's in Sydney to help David, who has terminal cancer, test the Nembutal he illegally imported earlier this year. That's a pretty good result. Well, that's comforting. Were there any concerns on your part about the legal issues? At 81 years of age, I don't think that crossed my mind. If they want to jail me, well, I just think that would be a very stupid action. David bought his Nembutal from a supplier listed in Dr. Nitschke's book, The Peaceful Pill Handbook. The book is banned in Australia, but for $80 you can buy online access to the publication. So how hard was it to get it into Australia? Well, all I can say is that it arrived. I sent an email requesting a sample. I received a reply asking me to forward $360 and I duly arranged that, and 2 weeks later my package arrived through the mail. Well, this method of bag making is very simple. We've chosen a large size oven bag, mainly because that fits all size heads. Dr. Nitschke's group also produces instructional videos for those considering euthanasia. In one tragic case, a young Sydney woman who was not terminally ill but suffering from depression accessed this information. She also attempted to buy Nembutal online but lost her money. In May, the 30-year-old committed suicide. Her family told Lateline, "The internet's a tool and has many good uses, but when vulnerable people can so easily get hold of information and videos that can do a great deal of harm, it can be devastating." Well, it's an age-old question about censorship.
I can't guarantee where information is going to go to, but I don't think that's a good reason for stopping giving out information. Professor Ian Webster, chair of the government's Advisory Council on Suicide Prevention, disagrees. Well, I don't think that's an acceptable risk. I mean, there's a very fundamental principle in medicine, primum non nocere, a Latin statement for, above all, do no harm. So no action that a physician or a surgeon or a doctor should take should increase the likelihood of harm. Philip Nitschke is currently facing 2 investigations by the Australian Health Practitioner Regulation Agency over claims he is not a fit and proper person to hold medical registration. But he says losing his licence won't stop his work. Well, I mean, in a practical sense, it would make very little difference because of the growing demand, if you like, by a growing or increasing number of elderly people who are demanding control over the end of their lives. It's a very difficult balance to strike. Overwhelmingly, I put my weight on preventing suicide and promoting suicide methods to elements of the population which are at high risk. But for people like David, knowing he now has a choice is a comfort. Euthanasia goes against what most of us believe in, but you've got to say, okay, but there are other people there who have a problem, and why not give them the right to decide, sorry, I want out of here. Sashka Koloff, Lateline.